Mein Name ist Franz und symbolisch werde ich jetzt die Pharmaindustrie zu Grabe tragen. Wie ich sehe, was auf dem Planeten läuft, die Haufen Kriege, es kann nicht sein, dass heute im 21. Jahrhundert 1,5 Millionen Menschen in Syrien sterben. Die Welt schaut zu und jede Pressekonferenz, was auch immer, keiner traut sich einzugreifen. Diktatoren probieren Waffen aus auf unschuldige Menschen, auf Kinder. Und so wie ich sage, es muss was geändert werden, aber was geändert werden muss, das Bewusstsein der Menschen. Und nur gesunde Menschen haben Bewusstsein auf diesem Planeten. Ich bin halt einer von diesen sozusagen gesunden Menschen, der probiert, den Menschen zu helfen. Und was da passiert mit dieser Pharmaindustrie, seit 80 oder 100 Jahren werden wir regelrecht vergiftet. Wir schlucken täglich Müll, und zwar Gift da. Diese Tabletten da verursachen Tod. Jährlich sterben 7 Millionen Menschen durch die Pharmaindustrie. Durch die ganzen Jahre sind mehr Menschen gestorben als in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und ich weiß, vor der Pharmaindustrie hat schon jemand versucht, da hinten, sieht man im Hintergrund, wenn jemand weiß, was Inquisition bedeutet, wo Millionen Menschen getötet wurden, gefoltert wurden, im Namen wem auch immer. Das Vertrauen der Menschen wir werden missbraucht. Und so ich sage, irgendwann muss einer die Menschen wachrütteln. Ich mache es in diesem Moment und somit für mich ist die Pharma gestorben. Wir brauchen keine Institutionen, die Menschen töten, die Menschen vergiften. Links zu mir habe ich Naturprodukte, die da sind, Nahrungsergänzungsmittel. Mit diesen Mitteln ist die letzten 28 Jahre kein Mensch gestorben. Aber durch die Pharmaindustrie sterben regelrecht Menschen, die keine Chance haben auf Aufklärung. Deshalb bin ich der Typ, der die Menschen aufklärt. Deshalb stoße ich auch auf Gegenwind von Seiten der Pharma, von Institutionen für die Pharma dienen, sei es eine Apothekenkammer, die diesen Schrott da verkauft, sei es der Ärztekammer, die mich angreift, sei es vielleicht von Gegnern, die auch kommen, sind einfach Personen, die, ich weiß, vielleicht mein Gesicht nicht mögen, habe ich kein Problem damit, aber die missbrauchen sogar meinen Namen und die benutzen den Namen Franz, um, ich weiß, im Mittelpunkt zu stellen. Ich komme vor wie so kleine Prostituierte der Nation. Jeder benutzt mich, ich bin bereit, meinen Körper zu geben, mich benutzen zu lassen, wenn es der Menschheit hilft. Aber Menschen, die mich einfach nur benutzen, um sich zu profilieren, gehen mir sozusagen irgendwo vorbei. Und jetzt machen wir mal kurz ein Ding. Richtige Hexenjagd auf Franz. Ich werde angeklagt, meine Produkte sind nicht sicher. Nehmen wir zum Beispiel Thema Zink da. Zink 50 Milligramm, ganz groß in den Medien, österreichweit, alle 20 Minuten auf ORF, Nachrichten, Ö3, Franz verkauft giftige Medikamente, was auch immer. 50 Milligramm Zink. Und was kommt nachher, nach einer Kampagne von einer Woche Beschmutzung von Franz, kommt auf einmal der Brief von wem? Vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht. Da steht Zink, 50 Milligramm von Franz, nicht gesundheitsschädlich bewertet. Haben wir Wissen oder habt ihr kein Wissen, Jungs? Für wem schafft ihr eigentlich? Wenn ich kein Wissen habe, dann muss ich halt sowas nicht. Erstmal werde ich verschandert vor jedem Menschen. Franz ist ein Vergifter der Nationen, er darf nichts verkaufen. Klar, man probiert alle Riegel zu ziehen. Ihr seht, mich kann keiner brechen. Selbst die Richter von Hamburg haben gesagt, egal was wir machen, wir können Franz nicht stoppen. Ihr werdet mich auch nicht stoppen. Dieser Sarg ist für alle gedacht, die, ich weiß, den Menschen was Böses antun. Und ich habe in meinem Leben, ich weiß, keine Fliege, vielleicht ein Flügel oder was gekrümmt. So, das merkt euch, solange ihr kein unfundiertes Wissen habt, dann könnt ihr die Sache einfach vergessen. Deshalb. Und zu anderen Sachen, ich denke Vitamin B50, in Amerika bei Vitamin B50 sind 100 Milligramm Vitamin B6 erlaubt. In meinen Kapseln sind 50 Milligramm und da wird eine Riesenkampagne, Herr Franz, das ist ganz gefährlich, obwohl die FDA 100 Milligramm empfiehlt. Bedeutet, Deutsche und Österreicher sind 4-mal dümmer als die Amerikaner. Wir nehmen doch den großen Bruder, den Ami, als Vorbild überall. In jeder Hinsicht, wir werden richtig amerikanisiert, aber in Sachen Gesundheit bleiben wir hinten dran. Da kommt die AGES und DGE und sagt, Franz, wir machen dich fertig, wir verbieten dir alles. Merkt euch, mir kann keiner verbieten, Jungs. Und das ist das Vitamin B50, was ihr verboten habt, ist das da. Das neue Vitamin B50 heißt Vitamin B50 Kompost. Wisst ihr was, ich werfe diese Kapsel auf den Komposthaufen, für das benutze ich sie. Eine Kapsel pro Tag auf den Komposthaufen, macht, dass meine kleinen Kompostbakterien sich richtig kräftig fühlen. Wollt ihr jetzt Gesetze auch für den Scheißhaufen erfinden? Wahrscheinlich seid ihr imstande, weil in dem Moment, wo Interesse im Hintergrund, wo Geld im Vordergrund steht, fällt der Mensch irgendwie weg. So, das merkt euch, Franz wird weitermachen für die Menschen und die Pharmaindustrie, was sie immer auch macht, das Ende naht. Ich weiß, wir haben die ersten Dinge gesetzt, die ersten Grundsteine, damit wir von dieser Pharma loswerden. Wir haben eine natürliche Gesundheit, wir brauchen keine Medikamente, merkt euch. Okay, jetzt machen wir mal klar einen Tisch und wenn ich sehe, die ganzen Medikamente, was da einfach verkauft werden, wird zugemüllt werden. Die größte Gefahr geht von mir, nämlich von dieser Sache aus, dass ab 3 Medikamenten die Pharma nicht einmal imstande ist,
zu denken, was überhaupt im Körper passiert. Sie können gar nicht abschätzen. Und die meisten Menschen nehmen nicht 3 Medikamente, sondern 12, 13, 14, 15, sogar 30 Medikamente. Das grenzt aus in eine Polypharmazie, bedeutet, wir sind wie Reagenzgläser, wo die chemischen Stoffe von verschiedenen Firmen, wie sie auch immer heißen, die Milliarden Gewinne machen und in unser Körper einfach reagieren, unser Gewebe zerstören. Und ich nur ein paar Nebenwirkungen schaue von den Beipacks. Ich habe einfach von der Apotheke mal 3, 4 Sachen eingekauft. Da steht drin, besondere Nebenwirkungen, da steht drin, schwere Leberfunktion stören mit Einschränkung der Nierenfunktion, schwere Niereninsuffizienz. Nächstes nehmen wir das nächste, da was steht da? Nebenwirkungen, allgemeine Erkrankungen, Beschwerden, Kopfschmerz, Juckreiz, Quaddelbildung, Erkrankung des Ohrs, des Labyrinths, Gleichgewichtsstörungen, Erkrankung der Atemwege, des Brustraums, Erkrankung gelegentlich Mundschleimhautentzündungen, wollt ihr uns komplett kaputt machen. Nächstes, was haben wir da noch? Moment, was steht da? Hirnblutung, wow, richtig ganz geil. Schlaganfall zu einer Hirnblutung wird einfach alltäglich in Deutschland, Österreich verschrieben. Wo sind die höchsten Gerichtete, was dagegen tun? Nein, sie spielen ja auch mit. Allergische Reaktionen, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrgeräusche, Tinnitus, Magen-Darm-Blutung, Anstieg der Leberenzyme, Nesselsucht. Wisst ihr was? Frisst die ganze Scheiße selber, die ihr macht. Füttert eure Familien, füttert eure, was auch immer, ganze Verwandtschaft. Vielleicht seid ihr in ein paar Jahren gar nicht mehr da, weil das ist der Effekt. Und das Problem, die Menschen leiden 30, 40 Jahre, bis der Körper elendig versagt. Und deshalb will ich jetzt auch kurz einen Prozess machen. Ich tue mal meine Sachen weg von da, tue mal die Naturmittel einfach weg von dem Ding da. Okay, das ist ja nicht für die gedacht, die werden weiter der Menschheit erhalten bleiben. Und dann nehme ich die ganzen Medikamente, was ihr da eigentlich verteilt, den ganzen Mist da, den nehmen wir mal schön in die Hand. Okay, den ganzen Mist vom Planeten kann ich entsorgen, aber ich kann bewirken, dass die Menschen diesen Mist nicht mehr fressen. Dann mache ich diesen Sarg auf und haust rein, so, diesen Sarg da, nimmt den ganzen Scheiß mit, so, und ab durch den Kamin raus. So, ich sage, eure Zeit ist abgelaufen. So, das Jungs, merkt euch, wenn die Menschen aufgeklärt sind, dann könnt ihr einen Müll irgendwo in den All schießen, weil die Menschen werden das nicht mehr brauchen. Wisst ihr, was ihr macht? Ihr vergiftet uns, die ganze Umwelt wird sauber gehalten und wir sind reine Giftmüll halten. Wir sterben vergiftet in einer gesunden Umwelt. Wow, wie banal kann das sein? Das grenzt richtig an Schizophrenie, aber so wie ich sage, Vitamin B12-Mangel verursacht bei vielen Menschen, dass Geld im Vordergrund steht und Leben im Hintergrund. Ich bin für Leben und werde mein ganzes Leben lang für das Leben einsetzen. Sei es mit Preis meines Lebens eben. Menschen, die etwas machen, die fürchten nicht, die sind angstfrei. Und ich war nicht dabei, wie die Angst verteilt worden ist, das merkt euch. Deshalb, Pharma, adieu. Ende Durchsage. Dadurch werde ich weiter Menschen aufklären, bis irgendwann die ganzen Menschen begreifen, dass wir keine Versuchskaninchen der Pharmaindustrie sind. Wir sind auch nicht Sklaven von Arbeitskonzernen und eben Politik. Ich weiß, Pharmaindustrie, wie auch immer die heißen, Institutionen, wie auch immer, von wo sie kommen, haben niemals die Menschen weitergebracht. Liebe hat die Menschen weitergebracht. Liebe, Fürsorge. Ich weiß, ethisch korrekt handeln. Und deshalb werde ich mir auch nicht ändern. Sei es für das ganze Geld dieser Welt. Jeder Mensch, jedes Lebewesen, jeder Käfer, der auf dem Planeten kreucht und fleucht, ist mehr wert als die ganzen Milliarden, die korrupten, ich weiß, versifften Milliarden von Pharmaindustrie eben. Ich bleibe so, wie ich bin, werde mich auch nicht ändern. Deshalb bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht nie wieder. Adieu, Pharma.